Hallo zu einer Praxisfolge von Reptil TV. Heute ein ganz gemischtes Thema sozusagen, beziehungsweise so die klassische Frage, die recht oft kommt, welche Terrarientiere kann ich miteinander vergesellschaften? Also es gibt nach wie vor Terrarianer oder manche sehen es vielleicht in irgendwelchen, ich sage jetzt fast mal zwielichtigen Zoogeschäften, die halten einfach alles miteinander. Ne? Da ist alles in einem Terrarium, so nach dem Motto Klima ist gleich, dann passt es zueinander. Gleich mal vorneweg, das geht leider gar nicht. In der Terroristik ist generell so, an sich ist jedes Tier am liebsten für sich allein. Also nicht nur mit der Art, Schildkröten zusammen meinetwegen, sondern die meisten Terrarientiere, es gibt sicherlich ein paar wenige Ausnahmen, müsste man sogar noch drüber diskutieren, die lieber in Gesellschaft sind, aber die meisten Terrarientiere sind alleine. Wenn ihr in der Natur Reptilien suchen geht, ihr werdet ganz, ganz selten mehrere auf einem Haufen finden. Ihr werdet, sei es jetzt eine Schildkröte oder eine Kornatter, immer eine allein in ihrem Versteck finden. Ja. Die sind einfach am liebsten allein. Was gar nicht geht, zum einen, es gibt natürlich kannibalistische Reptilien, so wie Königsnattern, also die ganzen Lampropelten gelten als kannibalistisch. Da müsst ihr generell aufpassen, wenn ihr zwei miteinander haltet. Da fehlt dann doch unter Umständen mal schnell eine. Bei Indigonattern ist es ähnlich. Echsen und Schildkröten spielt das eine kleinere oder keine Rolle. Was eben auch gar nicht geht, ist so kreuz und quer halten. Also ich habe hier eine europäische Landschildkröte, ich habe hier eine nordamerikanische Kornatter. Würde ich die zusammenhalten, würde es früher oder später Probleme geben. Die Probleme sind auch nicht, dass die Schildkröte von der Kornatter gefressen wird und auch die Schildkröte frisst auch nicht die Kornatter an. Von dem her passiert nichts, aber die stecken sich einfach mit irgendwelchen Krankheiten an, die sie gegenseitig nicht vertragen. Beispiel Schildkröten gelten oft als Träger von gewissen Salmonellenstämmen, die übrigens für den Menschen scheinbar nicht schädlich sind, nur als Information anbei. Aber diese Salmonellenstämme können natürlich für so eine Kornatter schädlich sein. Oder aber wie gesagt, diese Tiere kommen aus Südeuropa, die Kornattern kommen aus Nordamerika. Auch da wird es verschiedene Bakterien, verschiedene Keime geben. Wenn das zusammenkommt, leiden beide Tiere drunter. Ne? Beispiel aus dem Leben, wenn ihr nach Afrika in Urlaub geht, die meisten von euch, wenn sie die ersten 1, 2, 3 Mal nach Afrika gehen, werden nach den ersten paar Tagen Durchfall bekommen. Das ist wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen. Das sind einfach andere Keime, Bakterien, die da vorhanden sind, die verträgt man nicht. Ja? Und so ist es in der Terroristik auch. Also mischt nicht irgendwelche Tiere von da mit Tieren von da. Oder selbst wenn ich jetzt hier 2 Schlangen hätte miteinander. Also nächstes Beispiel, ich hätte hier einen Königspython und diese Kornatter vertragen sich auch nicht. Zum einen, da geht es dann mit dem Klima schon weiter. Die Kornatter hat ein anderes Klima, wie jetzt ein Königspython. Aber es sind auch wieder, wie gesagt, verschiedene Kontinente, verschiedene Biotope, wo die herkommen. Werdet ihr merken, werdet ihr nicht glücklich damit, werdet ihr euch Krankheiten einschleppen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Reptilien miteinander halten wollt, dann wirklich letztendlich nur Kornatter mit Kornatter oder Schildkröte mit Schildkröte, also am besten noch die gleiche Art, also eine Testudo hermanni habe ich hier in der Hand, Testudo hermanni mit Testudo hermanni zusammen. Das kann man bedingt miteinander halten. Grundvoraussetzung Nummer 1, gleiche Schlange mit gleicher Schlange. Ich habe jetzt 2 Königspythons, ein Highway und ein Pewter Ghost. Das ist letztendlich die gleiche Schlange, egal welche Farben sie haben. Die könntet ihr, also wie gesagt, da habt ihr schon mal die Voraussetzung, ihr habt die gleiche Schlange. Wie gesagt, die Farbe ist egal. Also die Frage habe ich auch manchmal, kann ich eine Albino mit der und der zusammenhalten? Ist ja die gleiche Schlange, das macht nichts. Auf was ihr definitiv achten müsst, also die 2 könnt ihr nicht zusammenhalten. Die sind von Größenunterschied viel zu groß. Diese kleine Schlange, auch die würde nicht gefressen werden von der großen. Das wäre nicht das Risiko, aber die würde verkümmern. Die frisst dann nicht mehr gut, wenn die mit der großen zusammen ist. Dann liegen die meinetwegen miteinander rum. Die große hier, die wiegt, ja, sagen wir 600, 700 Gramm. Die kleine hat ungefähr 100 Gramm. Also wiegt die 7-mal so viel wie das kleine Tier.
das ist einfach Stress für das kleine Tier. Ja? Und früher oder später hört die dann auf, oder eigentlich nicht später, sondern früher, die frisst dann einfach nicht mehr gut, sie gedeiht nicht mehr gut, sie kümmert vor sich hin und wird irgendwann noch kranker oder stirbt oder irgendwas. Also wenn ihr Schlangen oder Tiere zusammenhalten wollt, gilt auch für andere Reptilien beim Zusammenhalten, müssen sie gleich groß sein. Ich würde mal sagen plus minus 10%. Ne? Wenn die jetzt 800 Gramm hat, kann die auch mit einer, die 700 Gramm hat, zusammen sein, aber kein so ein gravierender Unterschied. Und dann natürlich noch ganz wichtig sind die Geschlechter. Ihr dürft keine zwei Männer zusammenhalten. Das ist auch ein Punkt, der hat man noch vor ein paar Jahren in der Terroristik, hat man sich gesagt, ja, kein Problem, das mache ich schon immer und die Männer, die machen sich nichts und so weiter. Selbst wenn die sich offensichtlich nicht viel machen, in der Natur würden nie zwei Männer beieinander sein. Die haben einfach, das sind Konkurrenten zueinander. Während der Paarungszeit, da jagen sie sich ganz extrem sogar. Es gibt Schlangen, Netzpython zum Beispiel oder auch Chondropython, da beißen die Männer sich untereinander, also wirklich beißen sich richtig ernsthaft, so in den Schwanz zum Teil rein oder in den Rücken, sieht man richtige Verletzungen, Narben. Ihr dürft wirklich keine zwei Männer zusammenhalten. Es wird jetzt einige geben, die sagen, oh, das mache ich schon seit Jahren, mag ja in Ausnahmefällen gut gehen, beziehungsweise ihr seht es ja den Tieren nicht an, ob es die wirklich zu 100% zufrieden sind. Aber wie gesagt, in der Natur würde es das nicht geben. Und spätestens, wenn die sich normal verhalten in der Paarungszeit, spätestens dann versucht der eine Mann den anderen zu verjagen, was im Terrarium ja nicht geht. Und dann führt es zu Stress. Und Stress ist immer, also der Hauptkrankheitsauslöser ist in der Terroristik Stress. Und das habt ihr einfach, wenn ihr Männchen zusammenhaltet. Weibchen zusammen ist okay, Pärchen zusammen ist okay. Aber bitte auch nicht zu viele Tiere zusammen. Also wenn ihr wirklich ein Pärchen zusammenhalten wollt, weil ihr ein schönes großes Terrarium habt und es sieht schön aus, dann haltet ein Pärchen zusammen. Aber übertreibt es nicht. Macht nicht 4, 5, 6 Schlangen in ein Terrarium, so nach dem Motto, das ist riesengroß. Dann liegen die alle auf einem Haufen und stressen sich wieder. Und dann sind wir wieder beim Thema, Stress ist Krankheitsauslöser. Ja? Also wirklich Pärchen von mir aus, bei 3 Stück finde ich es schon kritisch. Übertreibt es nicht mit dem Zusammenhalten. Eine, ich sag mal, Ausnahme noch von der ganzen Geschichte. Es gibt natürlich gerade in großen Zoos, sieht man solche Thementerrarien, sage ich mal. Ein Amazonas-Terrarium oder ein Wüsten-Sahara-Terrarium oder sowas, wo dann doch mehrere Gattungen miteinander zusammen sind. Wenn man wirklich so ein riesiges Terrarium hat und das Terrarium dem Lebensraum angepasst ist, womöglich auch noch mit den passenden Pflanzen drin oder so, das würde ich mal als Ausnahme nennen. Ich meine, da muss man auch die Geschlechter noch beachten, aber da kann es dann schon mal sein, dass auch Schlange gar mit Echse oder mit Schildkröte zusammengehalten wird. Das möchte ich hier ausdrücklich ausschließen. Von was ich rede, sind einfach von den normalen, überschaubaren Terrarien, die unser eins zu Hause bei sich stehen hat.